Am Silvesterabend starb im Ort Geseke bei Paderborn ein 24-Jähriger nach der Explosion eines selbstgebastelten Böllers. Jetzt hat die Polizei nach Informationen des Soester Anzeigers einen Freund des Opfers festgenommen. Der 19-Jährige soll den Böller nämlich hergestellt und seinem Freund verkauft haben. In seiner Wohnung fanden die Ermittler weitere illegale Feuerwerkskörper. Gegen den jungen Mann wird laut Bild-Zeitung wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Das 24-jährige Opfer hatte den Böller in der Silvesternacht gegen 22:30 Uhr auf einem Feld gezündet und wurde durch die Explosion getötet. Und bundesweit sorgten bei diesem Jahreswechsel Kugelbomben ganz offenbar häufiger als in den vergangenen Jahren für fatale Folgen. Mehrere Patienten wurden an Händen, Gesicht und Augen verletzt. Manche Betroffene erlitten durch die Explosion Hörschäden bis hin zu einem dauerhaften Hörverlust. Ja, wegen ihrer hohen Explosionskraft sind Kugelbomben in Deutschland für den Allgemeingebrauch verboten. In Polen aber, da sind sie auf verschiedenen Märkten durchaus erhältlich. Und das Gefährliche daran ist diese enorme Sprengkraft. In Berlin-Schöneberg wurden dadurch zahlreiche Häuserfassaden schwer beschädigt, wie Valentin Weimar zeigt. Es ist ein trauriger Start ins neue Jahr. In Oberhavel in Brandenburg kommt ein Mann ums Leben. Wir sind gerufen worden nach Mitternacht zur Amtshilfe für die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Silvesterunfall passiert ist, leider mit tödlichem Ausgang. Insgesamt 5 Menschen sind in dieser Silvesternacht wegen Pyrotechnik gestorben. In allen 5 Fällen waren es wohl Feuerwerkskörper, die nicht aus dem freien Verkauf kamen, wie zum Beispiel Kugelbomben. Diese runden Feuerwerkskörper dürfen eigentlich nur von professionellen Pyrotechnikern verwendet werden. Zündet man sie am Boden, kann es schnell lebensgefährlich werden. Dieses Video aus den sozialen Medien zeigt die Detonation einer Kugelbombe. Die Schäden der Bomben sind gewaltig. Kaputte Fassaden, gesplitterte Fenster und verletzte Menschen. Nach der Detonation einer Kugelbombe liegt ein Polizist im Krankenhaus. Er könnte sein Bein verlieren und ein Kind kämpft um sein Leben. Gegen 0:30 Uhr ist in Reinickendorf in Tegel auf einem Fußweg ein Sprengsatz, ein pyrotechnischer Sprengsatz explodiert und hat tatsächlich bei 2 Personen, unter anderem ein 7-jähriges Kind, zu schwersten Verletzungen geführt. Wer den gefährlichen Böller gezündet hat, wird noch untersucht. Die Täter kommen an diese Mixturen teilweise aus dem europäischen Ausland, aus dem osteuropäischen Ausland. Da wird die Polizeistrategie und die Zusammenarbeit Antworten darauf finden müssen, wie man diesem Problem Herr werden kann. Die Bilanz dieser Silvesternacht: 5 Tote, jede Menge Verletzte, in mehreren Fällen verantwortlich Kugelbomben. Die Polizei spricht trotzdem von einer vergleichsweise positiven Bilanz. Für die Betroffenen ist diese Nacht ein trauriger Start ins neue Jahr. Und zugeschaltet ist uns jetzt der Sprengstoffexperte Professor Wolfgang Spürer. Wir beide grüßen Sie. Hallo. Hallo, ich grüße Sie auch. Guten Abend. Und zwar würden wir gerne noch mal genau wissen, was denn diese Kugelbomben so gefährlich macht. Da ist einerseits die Rede von der Sprengkraft und dann hören wir auch, die Lunte soll viel schneller zünden. Nein, also bei den Kugelbomben handelt es sich ja um Effekte, die bestimmten Fachleuten vorgehalten sind. Das Sprengstoffrecht sieht Klassen vor und die Gruppen F3 und F4. Da kann man kugelförmige Effekte kaufen davon. Die kann man aber nur mit einer vorzulegenden Lizenz und in der Regel auch mit der Vorlage eines ADR-Scheins, also einem Gefahrguttransportschein, erwerben. Sie haben vollkommen recht, dass das Ausland solche Kugelbomben bietet. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben eine riesige Sprengkraft haben gegenüber dem Silvesterfeuerwerk. Wir sehen bei professionellem Feuerwerk, dass die Höhen, die damit erreicht werden, ein Vielfaches von dem sind, was das Silvesterfeuerwerk bringt. 30, 40, 50, 60 Meter ist normal, aber hier geht es weit über die 100-Meter-Grenze hinaus. Und dieses soll eigentlich erfreulich sein. Aber wir haben ja gesehen in den erschütternden Videoaufnahmen, dass es nicht damit gemeint ist, hier Effekte zu Silvester zu produzieren, sondern dass die Wirkung in die Fläche und nicht in den Raum gehen soll. Und normalerweise werden diese Kugelbomben aus bestimmten Sicherheitsrohren verschossen. Wenn man die also frei auf den Boden legt und dann zündet, dann kommt eben die volle Wirkung zustande, die sonst die Kugelbombe in die Höhe treibt.
Was nun die Lunte anbelangt, da ist alles, was von der BAM zertifiziert worden ist, also von der Bundesanstalt für Materialprüfung und Forschung, das ist zugelassenes Material und dort hat man genügend Zeit, um die normalen Silvesterfeuerwerke zu zünden. Anders ist es dagegen bei den Kugelbomben. Die haben eine Schwarzpulverseele zum Beispiel und sind dann über längere Kabel und elektrische Zündungen sicher zu zünden. Aber wenn man unmittelbar rangeht, dann gibt es dort Geschwindigkeiten von einigen tausend Meter pro Sekunde. Und dort schnell den Kopf oder die Hand wegzukriegen, ist dann eben die Gefahr, die in der Zündung solcher Kugelbomben besteht. Ja, das zeigt natürlich alles die guten Gründe, warum Privatpersonen, Amateure diese Dinger nicht in die Hand bekommen sollten. Jetzt ist es ja aber leider trotzdem immer wieder so. Sie haben es gerade schon kurz angesprochen. In Deutschland gibt es sehr klare Regeln. Im Ausland werden sie trotzdem verkauft. Was glauben Sie, ist da das größere Problem, dass hier nicht genug kontrolliert wird oder dass sie aus dem Ausland doch nach Deutschland gebracht werden? Der Gesetzgeber hat auch eine Lücke eröffnet. Die Leute, die einen F3-Schein haben, können beliebig viel Raketen und Ähnliches kaufen, ohne über die entsprechende Fachkunde zu verfügen. Wir als professionelle Feuerwerker verstehen diese Entscheidung oder dieses Gesetzesgrundlage nicht. Man kann beliebig viel kaufen und das Problem ist, dass diese Leute mit dem F3-Schein aber auch in der Regel über nicht die entsprechende Lagerung verfügen. Das heißt, sie dürfen eigentlich nur 3 Kilogramm Nettoexplosivstoffmasse haben, aber sie haben ein Vielfaches mehr und darüber müsste der Gesetzgeber, glaube ich, noch mal nachdenken, um das zu ändern. Nun gibt es auch Verletzte, die versucht haben, völlig illegal so eine Kugelbombe selbst zu bauen. Wenn ich Ihren Gedanken fortführe, wie schwer ist also so eine Herstellung? Geht das überhaupt für Laien? Und wie schwer ist auch die Beschaffung der dafür nötigen Stoffe? Also die Beschaffung ist in der Regel relativ einfach. Erstens kann man aus Pyrotechnik, die leicht verwendbar ist, bestimmte Materialien rausarbeiten und die dann zu großen Containern zusammenzubauen. Aber die Gefahr ist natürlich das Mischen, weil nämlich diese ganze Pyrotechnik darauf aus ist, dass durch wenig Reibung, durch geringe Temperatur oder geringen Schlag die Zündung schon ausgelöst wird. Und das muss man natürlich wissen, dass da nur Fachleute sich versuchen. Es wird immer wieder versucht, insbesondere im terroristischen Bereich gibt es dort Anwendungen. Aber wir wissen, dass da das Risiko eben hoch ist. Und die Folgen, die haben wir ja jetzt gerade dieses Silvester leider erfahren müssen. Leider ja. Wir bedanken uns für Ihre Expertise, Professor Wolfgang Spürer. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen.